In Japan gibt es viele solcher Produkte, die zwar nicht unbedingt notwendig sind, aber Japan ist ein Land der Gastfreundschaft, besonders wenn es um geht. Und wie sehr ich das genieße. Mein Ideal wäre es also, den Winter. Hallo ihr Lieben, ich bin Mizuki. Willkommen zurück zu Teil 2 meiner Kulturschock-Reihe. Auch dieses Mal teile ich mit euch spannende und überraschende Erlebnisse aus dem japanischen Alltag, aus der Sicht einer Japanerin, die in Deutschland lebt. Obwohl ich meine Heimat gut kenne, gibt es immer wieder Momente, die mich völlig erstaunen. In diesem Video teile ich 7 weitere neue Kulturschocks, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Und bleibt bis zum Schluss dran, denn Nummer 7 hat mich wirklich sprachlos gemacht. Dann, los geht's! Erstens, Japaner mögen Schlager. No Music, no Life. Musik spielt in Japan eine wichtige Rolle. Populäre Lieder sind allgegenwärtig. Sie werden in Geschäften, im Fernsehen und im Radio gespielt. Besonders auffällig ist die Vielzahl an Musiksendungen im japanischen Fernsehen. Eine der bekanntesten Shows ist die Music Station, kurz gesagt M-State, die seit 1986 jeden Freitag um 21 Uhr ausgestrahlt wird und bis heute beliebt ist. Ein weiteres musikalisches Highlight ist der jährliche Kohaku Dagasen, auf Deutsch Rot-Weißer Gesangswettbewerb, der am 31. Dezember von der NHK ausgestrahlt wird. In dieser Show treten männliche Sänger und Gruppen als weißes Team gegen weibliche Sängerinnen und Gruppen als rotes Team an. Die Gewinner werden von einer Jury und den Zuschauern gewählt. Diese Sendung zeigt eine bunte Mischung aus Genres, darunter aktuelle Hits des Jahres und traditionelle Enka-Lieder. Am Tag davor, am 30. Dezember, finden die Nihon Record Taisho Japan Record Awards statt, bei denen die erfolgreichsten Songs des Jahres präsentiert werden. Am Ende wird der beste Song des Jahres gekürt, eine Art japanischer Grammy. Neben diesen großen Events gibt es viele weitere Musiksendungen, die den Stellenwert der Musik in Japan unterstreichen. In Deutschland war ich jedoch überrascht, dass einige Menschen eine extreme Abneigung gegen populäre Musik haben, insbesondere gegen sogenannte Schlager. Während nicht jeder so denkt, scheint es doch eine einige Anzahl an Menschen zu geben, die populäre Lieder generell meiden. In Japan hingegen ist die Abneigung gegen populäre Musik weniger verbreitet. Zwar gibt es Menschen, die nostalgische Songs aus der Vergangenheit, auch japanisch, Natsumelo bevorzugen, aber ich habe kaum jemanden kennengelernt, der populäre Musik extrem ablehnt. Ein persönlicher Kulturschock für mich ist, dass ich viele der aktuellen japanischen Sänger und Sängerinnen, die in den großen Musiksendungen am Jahresende auftreten, oft gar nicht kenne. Da ich in Deutschland selten neue japanische Musik höre, denke ich bei vielen Sängern, wer ist das? Das führt manchmal dazu, dass ich mit meiner Familie oder meinen Freunden in Japan nicht mitreden kann. Ein kleines, aber prägendes Zeichen dafür, wie stark man sich von seiner Heimat entfremden kann, wenn man lange im Ausland lebt. Was mich aber an der neueren japanischen Musik enttäuscht, ist der starke Fokus auf den Rhythmus, während die Bedeutung der Songtexte oft in den Hintergrund rückt. Obwohl ich japanische Muttersprachlerin bin und die Sprache gut verstehe, fällt es mir schwer, den Sinn vieler neuer Lieder zu erfassen. Außerdem scheint K-Pop in Japan derzeit sehr beliebt zu sein. Oft ist es jedoch schwierig zu erkennen, welche Bands japanische Gruppen und welche koreanische Gruppen sind. Die Musik von weiblichen K-Pop-Gruppen wirkt auf mich oft sexier als die von japanischen Girl-Groups. Außerdem klingt der Gesangsstil vieler K-Pop-Gruppen in Japan für mich sehr leise und ich kann kaum verstehen, worüber sie singen. Natürlich ist es ganz normal, dass sich Musiktrends im Laufe der Zeit verändern, aber in letzter Zeit höre ich immer mehr japanische Songs, deren Texte für mich unverständlich bleiben, während der Rhythmus im Vordergrund steht. Die Generationsunterschiede machen mich traurig. Zweitens, so viele Geschäfte und Sachen. Japan ist ein Paradies für Shopper. Die Auswahl an Restaurants, Cafés, Geschäften und Produkten ist beeindruckend, besonders in Großstädten wie Osaka und Tokio.
In Japan gibt es eine unglaubliche Vielfalt an Restaurants und Cafés, von großen Ketten bis hin zu charmanten Einzelgeschäften. Anzahl der Bekleidungs-, Kosmetik-, Drogerie- und Alltagsgeschäfte scheint unendlich zu sein. Besonders angetan haben es mir die fundierte Läden wie Daiso und Seria. Auch wenn nicht alle Artikel dort genau 100 Yen kosten, bieten diese Geschäfte eine erstaunliche Vielfalt an preiswerten, funktionalen und oft süßen Produkten. Im Vergleich dazu gibt es in Deutschland Geschäfte wie den Euroshop, Teddy oder Bobos, die eine ähnliche Idee verfolgen. Doch ganz ehrlich, die Qualität und Vielfalt der Produkte in den japanischen fundierte Läden übertrifft meiner Meinung nach die deutschen Geschäfte. Falls ihr einmal in Japan seid, müsst ihr unbedingt einen solchen fundierten Shop besuchen. Vielleicht entdeckt ihr dort etwas Nützliches oder Einzigartiges. Die riesige Auswahl an Produkten in Japan hat mir allerdings auch gezeigt, dass viele Artikel eher praktisch als notwendig sind. Es gibt viele Produkte, die speziell dafür entwickelt wurden, Zeit sparen oder das Leben zu erleichtern, sei es durch multifunktionelle Designs oder clevere Ideen. Ich denke, diese Vielfalt hängt auch mit der japanischen Arbeitskultur zusammen, die von langen Arbeitszeiten oder häufigen Abendveranstaltungen mit Kollegen gepflegt ist. Viele dieser Produkte helfen dabei, den Alltag effizienter zu gestalten. Das hier ist zum Beispiel ein Produkt zum Schneiden von Nudeln, das in fundierte Läden verkauft wird. In Japan essen wir auch Nudeln wie Udon, Soba und Ramen. Lange Nudeln können jedoch für kleine Kinder gefährlich sein, daher müssen sie gekürzt werden. Mit diesem Produkt lassen sich Udon-Nudeln ganz einfach kürzen, aber man kann dafür auch einfach eine Schere verwenden. In Japan gibt es viele solcher Produkte, die zwar nicht unbedingt notwendig sind, aber sowohl für Kinder als auch für Erwachsene praktisch sein können. Sie sind an den modernen Lebensstil angepasst, in dem wir von Dingen im Überfluss umgeben sind und oft wenig Zeit haben. Dadurch habe ich persönlich den Eindruck, dass es in japanischen Häusern auch besonders viele Dinge gibt. Außerdem sind japanische Wohnungen und Häuser, abgesehen von ländlichen Gegenden, meist kleiner als die in Deutschland, weshalb der Stauraum oft begrenzt ist. Das lässt die Wohnungen schnell vollgestopft werden. Andererseits ermöglichen viele dieser praktischen und funktionalen Produkte auch, den vorhandenen Platz optimal zu nutzen. Interessanterweise wird in Japan jedoch Minimalismus immer beliebter, besonders in städtischen Gebieten. Auch in Bezug auf die Anzahl der Geschäfte hat Japan im Vergleich zu Deutschland deutlich mehr zu bieten. Während ich in Deutschland die Bekleidungsgeschäfte, die mir gefallen, nur an einer Hand abzählen kann, gibt es in Japan eine weitaus größere Auswahl. Deswegen ist das Einkaufen in Japan für mich ein echtes Erlebnis. Die Vielfalt, die süßen Designs und die einzigartigen Produkte unterscheiden sich stark von dem, was ich aus Deutschland kenne. Gerade die süßen und detailverliebten Dinge, die ich bereits in meinem ersten Video Kulturschock in Japan, 7 Dinge, die mich als Japanerin in Deutschland überrascht haben, Teil 1, erwähnt habe, macht das Einkaufen in Japan so besonders. Als Japanerin, die in Deutschland lebt, ist Shopping einer der Gründe, warum ich mich jedes Mal auf meine Besuche in Japan freue. Drittens, rücksichtsvoller Service. Ich habe in früheren Videos schon öfter über den japanischen Service gesprochen, aber ich finde immer wieder, dass er sehr detailorientiert ist und man sich als Kunde rundum wohlfühlt. Im Vergleich dazu wirkt der Service in Deutschland oft eher funktional, also auf das Nötiges beschränkt. Der japanische Service ist äußerst höflich, kann aber manchmal als etwas umständlich empfunden werden, wenn man es eilig hat. Smalltalk gibt es so gut wie gar nicht. Stattdessen stellen die Mitarbeiter viele arbeitsbezogene Fragen. Zum Beispiel, haben Sie eine Mitgliedskarte? Brauchen Sie eine Tüte? Haben Sie sich schon für unsere App registriert? Und so weiter. In kleinen Bekleidungsgeschäften kommt oft sofort jemand auf mich zu und sagt, wenn Sie Hilfe brauchen, sagen Sie mir Bescheid. Selbst wenn ich gerade erst den Laden betreten habe. Natürlich ist das gut gemeint und ich finde den Service freundlich und zuvorkommend.
Manchmal wirkt es aber auch etwas zu viel, vielleicht weil ich mich mittlerweile an den eher zurückhaltenden deutschen Service gewöhnt habe. Trotzdem fühlte ich mich mit dem japanischen Service sehr wohl, dass ich die Sprache gut verstehe und problemlos reagieren kann. Außerdem spürt man, dass sich die Mitarbeiter in Japan wirklich um das Wohl der Kunden kümmern. Es gibt ein gewisses Grundvertrauen, dass man in Japan fast überall einen rücksichtsvollen Service erwarten kann. Allerdings nehmen das nicht alle gleich wahr. Besonders für Ausländer kann das anders wirken. Es hängt davon ab, ob man Smalltalk im Service erwartet oder nicht. In Deutschland ist Smalltalk im Alltag, auch im Geschäft üblich. Daher kann der japanische Service manchmal distanziert wirken, fast wie ein Service-Roboter, da sich die Gespräche strikt auf das Nötigste beschränken. In Japan herrscht ein starkes Bewusstsein dafür, anderen nicht zur Last zu fallen. Deshalb bleiben die Gespräche im Servicebereich meist sachlich und auf den Kundenbedarf fokussiert. Fragt man jedoch gezielt nach, erhält man immer eine höfliche und ausführliche Antwort. Besonders in Regionen wie Osaka, wo die Menschen offener und kontaktfreundlich sind, lassen sich die Mitarbeiter auch gern auf einen kleinen Smalltalk ein, wenn der Kunde das Gespräch sucht. Japan ist ein Land der Gastfreundschaft, besonders wenn es um Service geht. Als Kunde fühlt man sich wirklich geschätzt. Deshalb bevorzuge ich nach wie vor den japanischen Service. Nicht zuletzt, weil ich viele Jahre dort gelebt habe und diese Kultur einfach tief in mir verankert ist. Viertens. Kalte Häuser. Als ich das letzte Mal im Dezember Japan besucht habe, fiel mir sofort auf, wie kalt es in den Häusern war. Besonders der Temperaturunterschied zwischen dem unbeheizten Flur und dem beheizten Wohnzimmer war so extrem, dass ich manchmal gar keine Lust hatte, auf die Toilette zu gehen. Es fühlte sich draußen, wenn die Sonne tagsüber schien, sogar wärmer an als drinnen. Japanische Häuser bestehen aufgrund der Erdbebengefahr meist aus Holz und Beton. Leider sind sie auch nicht gut isoliert, was dazu führt, dass es im Sommer drinnen sehr heiß und im Winter unangenehm kalt ist. Da meine Tochter noch klein ist, haben wir das Zimmer mit einer Klimaanlage beheizt, die warme Luft erzeugt. Allerdings wurde die Luft dadurch unglaublich trocken. Als wir im letzten Jahr auch im Sommer in Japan waren, hatten wir auch das Gefühl, dass es draußen im Schatten kühler war als drinnen. Ein großer Vorteil in Japan ist jedoch, dass Klimaanlagen fast überall genutzt werden. Daher ist die Hitze im Sommer drinnen eigentlich gut erträglich, solange man nicht zu lange nach draußen geht. Fünftens. Baden ist wichtig. Eine der Freuden meiner Japan-Besuche ist das Baden. Natürlich kann man auch in Deutschland eine Badewanne mit heißem Wasser füllen, aber das Badeerlebnis in Japan ist einfach anders. Doch worin genau liegen die Unterschiede? Zunächst einmal sind in Japan das Badezimmer und der Waschraum getrennt, sodass man gleichzeitig duschen und baden kann. Das ist wirklich praktisch. Das Beste an japanischen Badezimmern ist jedoch, dass man das Wasser jederzeit wieder aufwärmen kann. In vielen Haushalten in Japan gibt es ein Bedienfelder an der Wand, mit dem man die Temperatur und andere Einstellungen steuern kann. Dort lassen sich nicht nur die Temperatur für die Dusche anpassen, sondern auch die Wassertemperatur und die Wassermenge in der Badewanne regulieren. Besonders praktisch ist die automatische Erwärmungsfunktion, die das Badewasser über eine bestimmte Zeit konstant warm hält. Falls nötig, kann man das Wasser auch manuell nachwärmen oder zusätzlich warmes Wasser hinzufügen. Während meiner letzten Japanreise wurde mir wieder bewusst, wie sehr das Baden ein fester Bestandteil der japanischen Kultur ist und wie sehr ich das genieße. Die japanische Liebe zum Baden zeigt sich nicht nur in der großen Auswahl an Badesalzen und der ausgeprägten Badekultur zu Hause, sondern auch in den zahlreichen heißen Quellen im ganzen Land. Diese bieten nicht nur pure Entspannung, sondern sollen auch positive Effekte auf Gesundheit und Hautpflege haben. In Deutschland bade ich dagegen kaum, da es hier keine Möglichkeit gibt,
das Badewasser dauerhaft warm zu halten. Deshalb freue ich mich bei jedem Japan-Besuch umso mehr auf meine ausgiebigen, entspannenden Bäder. 6. Sonnige Winter. Im Winter ist es in Japan oft sonnig und vergleichsweise mild. Allerdings hängt das stark von der Region ab. Zum Beispiel ist es im Norden Japans wie auch Hokkaido, in einigen Präfekturen der Tohoku-Region oder im nördlichen Teil Zentraljapans, etwa in der Präfektur Niigata, deutlich kälter als in Deutschland. Dort kann der Schnee im Winter mehrere Meter hoch liegen. In den Regionen, in denen ich in Japan gelebt habe, wie Wakayama und Osaka, ist der Winter hingegen recht mild und Schnee sieht man nur selten. Wenn es um Schnee geht, ist die Kurobe-Tateyama alpine Route besonders bekannt. Dort kann man eine beeindruckende Schneewand bestaunen, die bis zu 30 Meter hoch ist. Japan ist zwar berühmt für seine Metropolen wie Tokio, doch überraschend wenig bekannt ist, dass das Land auch reich an beeindruckender Natur ist. Ich kann euch eine Naturreise in Japan nur wärmstens empfehlen. Während unserer letzten Japanreise im Dezember war das Wetter fast jeden Tag sonnig, nur am letzten Tag nicht. Nachts hatte es vielleicht mal ein wenig geregnet, aber tagsüber konnte ich den strahlenden blauen Himmel genießen, etwas, das im Dezember in Deutschland nur selten vorkommt. Allein dieses gute Wetter hat mich richtig glücklich gemacht. Auch die Temperaturen fand ich angenehm. Da ich inzwischen an die Kälte in Deutschland gewöhnt bin, kam mir der Winter in Osaka sogar richtig mild vor. Ich persönlich liebe den Sommer in Deutschland und den Winter in Japan. Der Grund ist einfach, ich bin ein Sonnenscheinmensch. Das graue, trübe Wetter im deutschen Winter mag ich überhaupt nicht. Mein Ideal wäre es also, den Winter in Japan und den Sommer in Deutschland zu verbringen. Allerdings muss ich sagen, Weihnachten in Deutschland ist wirklich wunderschön. 7. Teures Obst und Inflation. Als ich in Japan gelebt habe, ist es mir gar nicht so sehr aufgefallen, aber Obst und mittlerweile auch Gemüse sind in Japan ziemlich teuer. Selbst in Deutschland sind einige Obst- und Gemüsesorten aufgrund der Inflation teuer geworden, aber ich finde, dass die Preise im Vergleich zu Japan immer noch angemessen sind. Trotz der Inflation sind die Obstpreise in Japan schon lange deutlich höher als in Deutschland. Außerdem gibt es in Japan spezielle Früchte, die gezielt für ihren besonders süßen Geschmack gezüchtet werden. Diese sind nicht nur teuer, sondern werden oft als Geschenk verwendet. Besonders bekannt ist die Melone als edle Frucht. Es gibt sogar Sorten, die als Luxusgeschenke verkauft werden und mehrere 100 € kosten können. Ein weiterer Unterschied betrifft Weintrauben. In Deutschland sind Trauben, besonders Sorten, die man mit Schalen essen kann, wie Muscatella-Trauben, weit verbreitet, günstig und in großen Mengen erhältlich. In Japan hingegen sind Sorten wie der beliebte Scheinmuskat deutlich teuer. Der Preis variiert je nach Saison und Region, aber als ich ihn zuletzt in einem japanischen Supermarkt gesehen habe, kostete ein Bund mindestens 980 Yen ohne Mehrwertsteuer, also rund 9,80 €. Aber um ehrlich zu sein, auch wenn japanisches Obst oft teuer ist, habe ich das Gefühl, dass es im Allgemeinen einen intensiven Geschmack hat und meist süßer ist als in Deutschland. Wenn ich so darüber nachdenke, glaube ich nicht, dass ich in Japan besonders viel Obst gegessen habe. Ich bin in einer ländlichen Gegend der Präfektur Wakayama geboren und aufgewachsen und dort hatte ich immer das Gefühl, dass Obst etwas ist, das man bekommt. Meine Eltern haben manchmal Kisten voller Mandarinen, Kakis, Pfirsiche oder Kiwis von Bekannten geschenkt bekommen, aber wir haben nicht regelmäßig Obst gekauft. Deshalb habe ich nur bestimmtes Obst gegessen und Obst aus dem Supermarkt ist eher teuer zu kaufen. In Japan können die Gemüsepreise je nach Inflation und Erntezeit stark schwanken. Aber was mich dieses Mal wirklich überrascht hat, war der Preis für Kohl. Ein halber Kopf kostet etwa 250 Yen, also umgerechnet rund 2,50 €. Und ein ganzer Kohl schlug mit 500 Yen, circa 5 € zu Buche.
Ich persönlich rechne oft mit dem Umrechnungsfaktor 1 Euro ist gleich 100 Yen, da der Wechselkurs zwar schwankt, aber das ist ein guter Richtwert im Hinblick auf den lokalen Lebensstandard. Es hat mich nicht wirklich überrascht, da Kartoffeln und Karotten in Japan meist teuer und seltener in großen Mengen verkauft werden als in Deutschland. Aber beim Kohl hat mich der Preis dann doch erstaunt. Und noch etwas. Ist euch das auch schon aufgefallen? Die Kochschinkenpackungen werden jedes Jahr kleiner. Früher hat eine Scheibe locker für ein Brot gereicht, aber jetzt brauchte ich 2 Scheiben, um das Brot zu bedecken. Und sie sind sogar noch dünner geworden. Das erinnert mich an die sogenannte Shrinkflation. Wenn das Produkt immer kleiner wird, aber der Preis gleich bleibt oder sogar steigt. So, das war's heute mit dem Video. Das waren meine weiteren 7 Überraschungen bzw. Kulturschocks in Japan. Falls ihr das vorherige Video mit weiteren 7 Überraschungen noch nicht gesehen habt, schaut gerne auch dort vorbei. Es gibt noch 6 weitere Reverse Culture Shocks in Japan. Seid gespannt, welche Überraschungen mich noch erwartet haben. Es ist wirklich faszinierend, wie sehr man seine eigene Heimat mit anderen Augen sieht, nachdem man im Ausland gelebt hat. Was hat euch von diesem Video am meisten überrascht? Oder hattet ihr selbst schon überraschende Erlebnisse in Japan? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte vergesst nicht, einen Daumen hoch zu geben und den Kanal zu abonnieren. Schaltet bitte auf die Glocke ein, damit ihr keine neuen Videos oder Livestreams verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video oder Livestream. Dann, ciao! ありがとうございました。